Hi, willkommen zu deiner Lesung. Ich bin der Marc und wir wählen heute mal wieder eine Farbe. Seit langem den Impuls bekommen, soll ich mal wieder machen, also let's go. Ich wähle jetzt erstmal selber 3 Farben. Guck mal, was du dir hier aussuchen darfst. Das ist ein gelber Jade. Okay, der Obsidian. Und der rote Achat. Roter Jaspis, Entschuldigung, der rote Jaspis. Also hier gelb, schwarz, rot, ja, der gelbe Jade, der Obsidian und der rote Jaspis. Ich gebe dir jetzt nochmal kurz ein paar Sekunden, um dich zu entscheiden. Und dann soll es auch direkt mal losgehen. Wir fangen an mit dem gelben Jade, mit der gelben Energie. Schauen wir mal. Okay. Gelbe Energie. Was ist da bei dir los, Gelb? Was musst du hören? Gelb, okay. Hier 6 der Münzen, eine großzügige Energie. Ja, hier bist du sehr freigebig mit deinen Ressourcen, mit deiner Zeit, mit deiner Aufmerksamkeit. Hier gibst du sehr gerne. Ja, hier bist du sehr spendabel, sehr großzügig. Mit deinen Energien allgemein. Okay, Königin der Stäbe. Hier verwendest du deine eigenen Ressourcen großzügig für dich selbst. Ja, du verwendest die so, wie du Lust darauf hast. Ja, die Königin der Stäbe lässt sich in aller Regel nicht reinreden. Ja, die Königin der Stäbe macht, was auch immer sie möchte. Ja, und lebt sich selbst aus, sozusagen. Ja, hier eine großzügige Energie der Selbstauslebung gegenüber, sozusagen. Ja. Hier scheinst du großzügig die Energien auch für dich selbst zu verwenden. Ja, du machst für dich selbst Dinge, die dir einfach auch selbst Spaß machen und setzt deine Zeit großzügig für die Dinge ein, die dir selbst auch einfach Spaß machen. Ja. Ganz klar, ja, die Königin der Stäbe nutzt ihre Zeit für sich selbst, nutzt ihre Energie für sich selbst und arbeitet an der Sache. Ja, sehr viel Arbeit. Ja, hier scheinst du sehr stolz zu sein in dem Ding, was du tust. Ja, hier scheinst du sehr stolz äh, zu arbeiten. Ja, hier scheinst du eine Position in deiner Arbeit zu haben, wo du dich auch ausleben kannst, wo man dich so sehen kann, wie du auch einfach bist. Ja. Du musst hier keine Maske tragen. Ja. Du verwendest hier deshalb auch sehr großzügig Zeit in der Situation, wo du dich auch einfach wohlfühlst. Ja. Und es scheint in einer gewissen Hinsicht eine Situation zu sein, wo du arbeitest, wo du dich zeigen kannst, wo du dich so zeigen kannst, wie du auch einfach bist. Ja. Hier auch die Arbeit an seiner eigenen Aura, die ich jetzt auch sehe. Ja, man arbeitet daran, dass man eine immer faszinierendere Aura bekommt, ja, dass man immer mehr dafür gesehen wird, was man tut. Ja. Du möchtest hier das, was du anbieten kannst, das, womit du hier großzügig bist, möchtest du hier quasi in der richtigen Art und Weise rüberbringen, sodass man auch sieht, was du tust, sozusagen. Du möchtest es gut verpacken. Ja, du möchtest es in einer gewissen Hinsicht attraktiv machen, damit man es auch verkauft kriegt, sozusagen. Ja. Also hier weißt du, was du tust. Ja, du weißt, was du tust. Du weißt, wo du deine Energien großzügig verwenden kannst. Du weißt, dass wenn du die Energien auch in dich selbst hineinsteckst, ja, dass du hier dann eine größere Meisterschaft erreichen könntest. Ja. Hier könnte die Art und Weise, wie du dich präsentierst, sehr stark damit zusammenhängen, wie dann im Endeffekt der Erfolg für dich auch reinkommt. Ja. Hier könnte ja, dein Gesicht, deine Präsentation eine große Auswirkung haben, sozusagen. Ja. Ja, wir gucken mal, was die Runen dazu noch sagen.
Okay, Raido Aiwas Naudis. Ja, hier stehst du vor einem Hindernis. Ja. Hier wirst du in gewisser Hinsicht dazu aufgerufen, eine Brücke zu nehmen. Ja, ja, in höhere Verbindung zu treten. Irgendwie denke ich jetzt gerade an Marketing. Ja. Hier solltest du vielleicht etwas Marketing betreiben. Hier solltest du das Ding an die richtigen Menschen tragen in einer gewissen Hinsicht. Hier solltest du eine Brücke schlagen. Ja, ich sehe jetzt auch den Raben hier auf diesem Stab sitzen, auf dieser Brücke sitzen, diese beiden Löwen miteinander verbindend. Ja. Ja, die Verbindungsenergie ist das, was hier ausschlaggebend ist für dich. Ja, wie kannst du dich mit den Menschen verbinden? Ja, wie kannst du Brücken schlagen auch? Ja, hier scheinst du sehr gut darin zu sein, Brücken zu schlagen. Ja, aber manchmal gerätst du hier an ein Tor, was auch einfach nicht öffnbar ist, sozusagen. Ja, manchmal stößt man mit der besten Brücke, die man bauen kann, auch an seine Grenzen. Ja, und so ist es halt. Ja. Nicht jeder hat Lust, über die Brücke mit dir zu gehen, sozusagen. Ja. Und da ist es vielleicht ja, einfach nur so eine Frage von dem Selbstbild, was du hast, ja, vom Selbstvertrauen, was du auch rüberstrahlst zum anderen. Ja. Der andere möchte sehen, dass du das auch ernst meinst, was auch immer du tust, ja, dass du es auch ernst meinst. Ja. Und ja, damit könntest du dir vielleicht eine mächtigere Brücke schaffen dann. Ja, also hier besteht Potenzial nach oben. Ja, hier könnte auf jeden Fall noch eine Evolution für dich passieren, garantiert. Ja. Es ist eine Frage der Meisterschaft, es ist eine Frage des Selbstbildes hier auch irgendwie. Ja. Und du kommst hier im Grunde mit der Raido hier vorne dran relativ schnell über diese Brücken. Ja. Du machst dich auch auf dem Weg, diese Brücken zu finden und deshalb machst du hier auch Evolutionen für dich. Ja. Weil du genau weißt, dass du dich verbinden musst. Ganz klar. Okay, ich ziehe nochmal ein Tierchen und dann machen wir mal weiter. Das goldene Ei. Ja, das goldene Ei. Hier eine Trophäe eventuell, die du bekommen hast. Eine Trophäe oder sowas. Ja, hier könntest du einen Glücksbringer haben. Ja, das goldene Ei. Ein gewisser Glücksbringer. Man hat hier das Sri Yantra eingraviert in das goldene Ei. Ja, es ist ein gewisser Glücksbringer, ein gewisses Prestigeobjekt, etwas, was dir Türen öffnen könnte, ja, weil man sieht, du hast das gewisse Prestige sozusagen. Ja. Das goldene Ei, ja, ein goldenes Potenzial. Ja, etwas für dich könnte hier absolut erblühen. Ja, dein Potenzial könnte hier absolut erblühen. Du sitzt hier quasi auf einem goldenen Ei, mehr oder weniger. Es ist nur eine Frage des Ausbrütens. Ja. Gewisse Geduld, die damit auch notwendig ist. Ja. Das gewisse Verbinden mit deinem eigenen Talent auch. Ja. Du musst dich auch auf dieses goldene Ei draufsetzen, sozusagen. Und das Ausbrüten. Ja. Und ja, es ist ein mächtiges Ei. Es dauert vielleicht eine Weile, bis das dann auch schlüpft. Okay, ja, das goldene Ei erinnert mich jetzt auch wieder hier an den gelben Jade. Ja, das ist sehr ähnlich irgendwie. Das goldene Ei. Du hast ein sehr, sehr großes Potenzial. Lass es scheinen, ja. Lass es aus dir heraus scheinen. Wenn du möchtest. Aber ich sehe dich hier das tun, ja. Mit dieser Königin der Stäbe sehe ich dich sehr magnetisch sein. Absolut. Okay. Wir machen mal weiter. Bisschen aufräumen. So. Dann geht's mal weiter mit dem Obsidian. Schwarze Farbe. Der Obsidian. Schwarz. Was ist da bei dir los? Was musst du hören? Der Obsidian. Okay, ja. War ja klar. Schon mal eine sehr, sehr große Energie hier mit dem schwarzen Spiegel. Judgment. Hier passiert etwas Großes für dich. Ja, das Universum ruft dich hier
offensichtlich dazu auf, ja, eine neue Welt zu betreten, eine alte Energie zurückzulassen, ja, aus deinem Grab zu steigen und zu sagen, ich trete jetzt in eine bessere, schönere, neuere, größere Welt hinein. Ja. Also Judgment, ja, hier ruft das Universum nach dir und das ist sehr, sehr hörbar für dich. Ja. Es würde mich wundern, wenn du das hier in dem Augenblick nicht hörst. Ja. Dieser Ruf des Universums, etwas ruft dich, ja, ganz klar. Ja, der rechte Weg ruft dich. Der rechte Weg ruft dich. Der stabile Weg ruft dich, der richtige Weg ruft dich. Ja? Du wirst hier dazu aufgerufen, das Ding nach dem Buch zu machen. Du wirst hier dazu aufgerufen, eine Stabilität auszuleben, das Ding so zu machen, wie es sich auch einfach gehört. Ja? Vertrau hier darauf, dass der Weg, den schon viele gegangen sind, auch zum Ziel führt. Ja? Dadurch, dass Judgment hier vorne dran ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich mit jemandem rede, der partout nicht den richtigen Weg gehen möchte. Der sich immer und immer wieder sagt, ne, ich finde eine Abkürzung, ich finde einen besseren Weg, warum sollte ich den Weg gehen, den alle gehen? Ist ja langweilig, ja, habe ich ja gar keinen Spaß am Leben sozusagen. Ja, aber hin und wieder ist der richtige Weg notwendig. Hin und wieder muss man die Dinge einfach auch so tun, wie man sie tun muss, ja, um ans Ziel zu kommen. Ja. Manchmal führt der Weg nicht drum herum. Ja? Du kannst so viele Landstraßen fahren, wie du willst. Manchmal muss man irgendwie trotzdem auf eine Autobahn ja? Und mal die Autobahn fahren. Ja? Vielleicht auch nur für eine kurze Strecke. Ja? Aber du wirst hier ganz klar vom Universum dazu aufgerufen, der Anleitung zu folgen. Ja, und dann werden die Dinge hier gerecht weitergehen. Ja, du hast die mentale Expertise, um damit umzugehen. Du weißt, wie es auch richtig ans Ziel kommt. Du hast die entsprechende mentale Vorbereitung. Du hast viel darüber gelernt. Ja, du hast hier sehr, sehr intelligente Energien. Und wenn du die Dinge so machst, wie es sich einfach auch gehört, ja, dann kommst du hier an die Sonne. Ja, dann kommen hier sehr schöne, wunderschöne Energien miteinander raus. Und das Ding kann erblühen. Die Liebenden. Ja, okay, hier möchte man sich aufeinander verlassen. Ja. 3 große Arkana, 3 sehr, sehr mächtige große Arkana. Dann hier auch nochmal die 5 auf die 6. Ja, hier macht man ein Level up. Ja, hier macht man einen Sprung in eine komplett höhere Energie sozusagen, fast schon. Ja, aber du wirst hier dazu aufgerufen, hier auch auf eine Art und Weise das zu machen, dass der andere sehen kann, dass er auch auf dich vertrauen kann. Ja. Hier möchte man gegenseitig das feste Fundament sehen. Ja, und hier möchte man gegenseitig sich aufeinander vertrauen. Hier möchte man gegenseitig sehen, dass der andere jeweils sich um seine eigene Sache kümmern kann. Ja. Geh den rechten Weg, sei transparent mit der Sache, ja, öffne hier die Türen für jemanden auch, ja, biete einen Schlüssel vielleicht auch an, ja, biete vielleicht auch deine Hilfe an in einer gewissen Hinsicht vielleicht, ja. Aber hier wird auf jeden Fall miteinander eine Stabilität gefunden, wenn diese beiden Energien hier auch miteinander arbeiten und sich gegenseitig ihre Kompetenz und ihre Macht zuschreiben können. Ja. Die Sonne möchte dem Mond hier sagen, wie toll der Mond ist, und der Mond möchte der Sonne hier sagen, wie toll die Sonne ist. Ja. Also hier gegenseitiges Vertrauen, sehr, sehr wichtig. Ja. Es geht um eine große Sache miteinander in irgendeiner Art und Weise. Es geht um eine große Herzentscheidung hier. Und das Universum sagt hier, möchtest du das tun oder möchtest du in deiner alten Welt verharren? Hui. Ja, das war ja so klar mit dem Obsidian, dass hier so eine große Nachricht kommt. Aber es scheint wichtig zu sein. Ja, also hier Kenas Sovilo, ja, suche die Sonne. Ja, gehe der Sonne auch entgegen. Ja, die Sonne ist auch einmal rausgekommen, meine ich, und hier auch die Sonne, die ich sehe. Ja. Suche die Sonne, sehe, dass es gut ist. Siehe, dass es gut ist. Siehe, dass du dir um nichts Sorgen machen musst, weil man hier auch nach der Anleitung vorgeht. Ja, weil man die Dinge so macht, wie sie sich gehören, sozusagen. Ja. Trage es ans Licht, in einer gewissen Hinsicht auch. Ja. Suche nach der Klarheit, ja, schau mal hinter die Kulisse vielleicht auch so ein bisschen und realisiere, dass alles gut ist. Ja. Hier auch so ein bisschen diese Carpe Diem Energie, ja, halte dich beschäftigt, mach jeden Tag etwas,
sozusagen und alles ist gut. Ja, die Sonne kommt raus, man hält sich beschäftigt, man mischt sich quasi mit den Energien, man nutzt den Tag aus, man wird von den Energien des Universums entsprechend auch gefunden, weil man sich am Tag beteiligt. Ja. Und suche die Sonne, ja, suche einfach das gute Ergebnis und alles ist gut. Ja. Suche die Sonne und alles ist gut. Okay, habe ich... Ja, ich glaube, ich habe für den ersten Stein ein Tierchen gezogen. Dann mache ich das für dich auch. Ein Tierchen noch für den Obsidian, für die schwarze Farbe. Das schwarze Ei. Ich glaube, das Universum hat gerade Spaß mit mir, so ein bisschen. Das schwarze Ei, ja, hier mit dem Obsidian, sehr ähnlich Energie. Ja. Das schwarze Ei, ja, hier ist ein Potenzial in dir. Ein sehr, sehr mysteriöses Potenzial. Ja. Keiner weiß so wirklich, was in diesem schwarzen Ei drin ist. Ja, man kann nur vermuten, ja, man kann Befürchtungen anstellen. Oh mein Gott, was könnte in diesem schwarzen Ei drin sein? Ja. Man befürchtet, was aus diesem schwarzen Ei herausschlüpfen könnte und ist ein bisschen vorsichtig mit dem schwarzen Ei oft. Trotzdem eine sehr, sehr mächtige Energie, die in diesem schwarzen Ei wohnt. Ja. Etwas, was auch Präsenz ausstrahlt hier in einer gewissen Hinsicht. Ja, ich sehe eine sehr, sehr große Präsenz hier mit diesem Hierophanten auch. Ja. Ich sehe einen schwarzen Drachen, der daraus schlüpft. Ja. Ich sehe etwas, was sehr, sehr viel Macht besitzt. Ja. Und etwas, womit man sich vielleicht auch nicht unbedingt anlegen möchte. Aber etwas, was auch einen sehr, sehr großen Schutz verleihen kann. Ja. Etwas, was mächtig für dich arbeiten könnte, ja, wenn du dich richtig mit diesem schwarzen Drachen befreundest, sozusagen. Er könnte hier ein Potenzial für dich erstrahlen, was alles andere in den Schatten stellt. Ja, das schwarze Ei ist sehr, 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 sehr mächtig. Ja, ist aber auch sehr gefürchtet, ja, weil keiner so wirklich weiß, oh, ja, was könnte da schlüpfen. Ja, also hier ein schlummerndes Potenzial, ja, ein schlummerndes Etwas in dir, was schlüpfen möchte. Ja. Ich sag's mal so, das ist so ein 50-50-Ding mit dem schwarzen Ei. Ja. Manchmal schlüpft da auch etwas richtig Wunderschönes daraus. Ja. Etwas, was richtig prächtig ist. Ja. Aber ich sehe hier vor allem im Moment diese Macht einfach, die in dir schlummert, ja, und die so ein bisschen auch genutzt werden möchte. Ja, ich sehe dich hier etwas verstecken. Ja, ich sehe dich hier, dich selbst in dir selbst verstecken. Ich sehe dich die Schatten runterschlucken, so ein bisschen auch gerade, ja, die Schatten runterschlucken. Hier könntest du dich so ein bisschen zurückhalten müssen, weil du weißt, dass wenn du es herauslassen würdest, sage ich mal, dass es eine Wirkung hat, ja, womit der ein oder andere eventuell nicht umgehen kann. Ja, hier musst du deine eigene Kraft kontrollieren, so ein bisschen. Ja, aufpasse, ja, treib's nicht zu wild, auf jeden Fall. Aber mit dem schwarzen Ei, ja, hast du hier auf jeden Fall ein riesiges, riesiges Potenzial, eine mächtige Energie, die hier rausgekommen ist. Ja. Suche die Sonne, ja, suche die Sonne, mach's Beste draus, ja, mach's Beste draus. Okay, dann machen wir mal weiter. Okay. Dann geht's mal weiter mit dem roten Jaspis. Rote Energie. Auch sehr aktive Energie, auch sehr verwurzelnde Energie. Rot. Rot. Was ist da los mit dir? Was musst du hören? Rot. Oh. Okay, hier könnte man gemeinsam einen Stern erreichen, höre ich jetzt gerade. Ja, hier arbeitest du gemeinsam mit jemandem an einer Sternerreichung irgendwie. Hier könnte ein Team ein Stern sein, eventuell. Ja, du könntest hier mit vielen Menschen zu tun haben und gemeinsame Sache mit jemandem machen, um an einen Stern zu kommen hier, ja. Hier sehe ich gerade ein paar Menschen, die sehr, sehr genau wissen, welche Informationen nützlich sind für sie selbst und welche nicht, um entsprechend auch diesen Stern erreichen zu können. Der Herrscher ist aber auf dem Kopf hier rausgekommen. Interessant. Ja.
Der Herrscher auf dem Kopf sagt mir hier so ein bisschen, dass du dich vielleicht ein bisschen mehr auf die Herrscherposition stellen solltest, ja, dass du hier vielleicht ein bisschen mehr Autorität zeigen solltest in einer gewissen Hinsicht, mehr deinen Herrscher ausleben, ja, mehr so ein bisschen deine männliche Energie ausleben, mehr Hand anlegen, mehr sagen, wo es lang geht, ja, so ein bisschen männlicher sein, ein bisschen das Testosteron sprechen lassen, sozusagen, ja. Und auch mal hart durchgreifen, wenn es sein muss. Ja, wenn es sein muss, auch mal hart durchgreifen. Hier eine Entscheidung treffen, eventuell. Ja. Du ja, bist hier ein Herrscher. Du sitzt auf einer Art Thron. Du triffst hier Entscheidungen für mehrere Menschen in einer gewissen Hinsicht. Ja, vielleicht bist du ein Vater, auch könnte sehr gut sein. Ja, nutze diese Position so, dass es auch, ja, dass jeder was davon hat. Ja, du bist hier ein Herrscher, du hast was zu sagen. Ja, du hast was zu sagen. Nutze das auch so. Ja, die Menschen möchten auch, dass du was zu sagen hast und möchten von dir in einer gewissen Hinsicht auch in eine Richtung gelenkt werden, sozusagen. Ja, weil der Herrscher weiß, in welche Richtung es einfach auch am besten ist, sozusagen. Ja. Nutze das. Ja, du bist ein Herrscher. Ja, und du kannst hier mit allem umgehen. Ja, du bist ein Herrscher, der so gut wie alles kann. Mit diesem Magier hier. Mit dem Magier kriegt man so gut wie alles zum Funktionieren. Ja, mit dem Magier, ich sehe immer so eine gewisse MacGyver-Energie mit dem Magier. Ja, ja, ich habe einen Zahnstocher und eine Schnur und ich baue daraus ein Auto. Keine Ahnung. Ja. MacGyver-Energie. Ja, du weißt, wie man etwas zum Funktionieren bringt. Du hast es drauf. Ja, du weißt absolut, wie du hier ein Ergebnis für dich zaubern kannst. Ja, absolut. Du hast hier in einer gewissen Hinsicht auch ein magisches Königreich, was ich jetzt gesehen habe. Ja. Du hast hier die Möglichkeit, deinen Zauberstab zu schwingen und zu sagen, so wird's gemacht, sozusagen. Ja. Und dann wird dieses Ergebnis für dich auch manifestiert. Ja. Mit dem Herrscher hast du hier absolut die nötigen Ressourcen dafür. Ja. Beim Magier ist es oft so eine Sache, der Magier macht aus den unscheinbarsten Dingen oft etwas Großes. Ja, der Magier braucht im Grunde nicht viel und kann aus den kleinsten Sachen ein super großes Ergebnis zaubern. Ja. Der Magier ist jemand, der eine Sache potenziert, der eine Sache größer macht und der ja, ein großes Ergebnis zaubert, einfach auch. Ja. Mit dem Herrscher hier vorne dran ja, bist du ein Magier mit sehr, sehr vielen Ressourcen und mit sehr, sehr großen Ressourcen und du kannst entsprechend ein extrem viel größeres Ergebnis zaubern. Ja. Also hier ja, nutze deine Macht in der Art und Weise, wie du auch Ergebnisse für dich wirken möchtest. Ja. Sei vernünftig mit der Art und Weise, wie du deinen Zauberstab schwingst. Und die 10er Kelche. Hier auch auf dem Kopf rausgekommen. Ja. Eventuell bestehen hier so ein paar Zweifel an dir oder sowas, ob du das Ding auch wirklich in die Liebe tragen möchtest. Ja. Du bist hier aber mit den 10er Kelchen ja, und dem Magier hier vorne dran, bist du absolut ein Resonanzkünstler in einer gewissen Hinsicht. Du weißt, wie man ja, miteinander in diese paradiesische Energie kommt. Du weißt, wie du die Energien so lenken musst, dass man dann im Endeffekt auch die Regenbögen sieht, ja, dass man dann im Endeffekt auch ja, in dieser Zufriedenheit miteinander existieren kann. Ja, du bist hier ein Herrscher, der mit Zauberhand Frieden schafft, eventuell auch, ja, der mit Zauberhand die Dinge einfach auch zufrieden machen können. Ja, du bist hier ein Wünscheerfüller, ja, absolut ein Wünscheerfüller. Ja, wenn man dir die richtige Frage hier stellt, kannst du den richtigen Wunsch für den anderen dann auch erfüllen. Ja. Ich sehe hier diese Genie-Energie, ja, dieser Djinn auch jetzt gerade hier irgendwie. Ja. Ein mächtiger Djinn. Ja. Ich hoffe nicht, dass du mit einem mächtigen Djinn zu tun hast. Ja. Würde ich dir von abraten. Vielleicht bist du selber in dieser Djinn-Energie, ja, sage ich mal, wo du einfach auch die Wünsche erfüllen kannst, wenn man dich danach fragt, ja, weil du genug Energie auch ausgeben kannst, weil du jemand bist, der die nötigen Ressourcen dafür hat, auch ein mächtiges Ergebnis zu erschaffen. Ja, du bist hier jemand, der absolut die Liebe zaubert, ja, und die Zufriedenheit auf die Gesichter der Menschen zaubern kann. Ja. Man freut sich hier über deine Magie. Man freut sich hier darüber, dass du hier etwas in die Resonanz hineinträgst und dass du Ergebnisse zauberst, mit denen man zufrieden sein kann auch. Ja. Du machst hier etwas, womit die Leute auf jeden Fall zufrieden sind. Ja. Gute Sache.
Okay. Nur die Wunscherfüllung möchte hier liegen bleiben. Ja, also hier eine wunderschöne, freudige Energie. Ja. Ich sehe hier jemanden, der eine Glücksflagge hisst. Ja, ich sehe hier jemanden eine Glücksflagge hissen. Ja, eine Glücksflagge hissen, eine Flagge, an der man sich freuen kann. Eine Flagge, die aus der eigenen Freude heraus auch geschaffen wurde. Ja, deine eigene Freude hier scheinst du zu hissen und scheinst im Wind wehen zu lassen. Ja. Mit diesen Energien hier bist du jemand, der eine große Freude zaubert. Eine sehr, sehr große Freude zaubert. Und die Menschen hier und dich selbst dadurch auch an eine große Wunscherfüllung bringt. Ja. Also hier in irgendeiner Art und Weise geht ein Wunsch für dich in Erfüllung. In irgendeiner Art und Weise zauberst du hier Freude. Ja, du zauberst hier Freude auf die Gesichter der Menschen. Und ja, schön. Ja, das ist oft auch so ein gegenseitiges Ding. Ja, wenn man die Freude auf die Gesichter der Menschen zaubert, dann freut man sich oft selber auch. Ja, weil Freude, ja, wenn man es teilt, wird es größer, habe ich gehört. Ja, soll so sein. Ne? Also, ja, teile deine Freude. Und die Freude kommt zurück. Ja? Du zauberst hier die Freude. Ja? Anders kann ich es gerade nicht sagen. Ja? Also es ist ein sehr offensichtliches Bild, was ich hier sehe. Würde mich wundern, wenn du das selbst nicht siehst. Ja? Also super positive Energie hier. Wir schauen mal, was das Tierchen noch dazu sagt. Der Regenwurm. Der Regenwurm. Ja, der Regenwurm ist ein unterschätztes Tier, absolut. Ja, der Regenwurm ist das Portal zur Fruchtbarkeit. Ja. Der Regenbogen ist das Portal zu neuen Regenbögen. Ja, der Regenwurm erschafft in einer gewissen Hinsicht auch die Regenbögen. Ja. Der Regenwurm sorgt dafür, dass die Erde gelockert wird, ja, dass wieder Luft unter die Erde kommt, ja, dass eine neue Fruchtbarkeit in der Erde gefunden werden kann, dass neue Pflanzen in dieser Erde auch wurzeln können, dass diese Pflanzen auch die nötigen Nährstoffe bekommen, um groß und stark zu werden und zu großen Bäumen zu wachsen. Ja. Und irgendwann kann der Wald Regenwolken erzeugen und Regenbögen an den Himmel zaubern. Ja. Also der Regenwurm, das Portal zu neuer Fruchtbarkeit. Ja. Hier könntest du so ein bisschen dazu aufgefordert werden, das Ding ein bisschen lockerer zu sehen. Ja, die Dinge nicht unbedingt immer so stur oder fest oder eingefahren zu sehen. Ja. Hier ist in gewisser Hinsicht die Regenwurmenergie notwendig, um ein gewisses Fundament so ein bisschen aufzulockern. Ja. Hier könnte etwas festgefahren sein in irgendeine Richtung. Und der Regenwurm kommt hier bereitwillig, um dich so ein bisschen aufzulockern, ja, und zu sagen, hey, ja, sieh das Ding nicht so ernst, ja, sieh das Ding nicht so fest, eingefahren, stabil, ja. Die Dinge sind dynamisch, ja, die Dinge möchten sich untereinander bewegen, ja, die Dinge möchten in eine neue Frische quasi verwandelt werden, der Boden möchte aufgegraben werden, damit eine neue, schöne Energie darauf wachsen kann. Ja, also der Regenbogen. Das scheinst du in einer gewissen Hinsicht auch hier zu machen. Ja, du scheinst in einer gewissen Hinsicht diesen Zauber der Auflockerung, sage ich mal, zu wirken und dadurch eine große Zufriedenheit zu wirken in irgendeiner Hinsicht. Ja. Also hier die Regenwurmenergie, ja, locker das Ding so ein bisschen auf. Ja, scheinst du hier ganz automatisch zu machen. Ja. Ich sehe hier aber auf jeden Fall ganz viel Regenbogenenergie. Ja, ganz viel Regenbogenenergie. Ich sehe hier Regenbögen aus deinem Zauberstab herauskommen. Ich sehe dich eine große Freude zaubern. Und ich sehe dich hier das in aller Gescheitheit machen. Ja, mit dieser Herrscherenergie hier. Okay. Dann hoffe ich mal, dass du eine Resonanz gefunden hast, dass ich dir weiterhelfen konnte. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich.